In the Rinzai Zen lineage, there are three principal books of our tradition from which we draw inspiration. In der Rinzai-Linie gibt es drei Hauptwerke, drei Bücher, von denen wir inspiriert werden. And please be in formal position until I say relax. Yesterday, we heard from the first case of the first book of that collection called the Momokan, or Gateless Gate. Today we hear from the Hekiganroku, or a collection of koans or inspirational sayings called the Blue Cliff Record. Gestern haben wir von den ersten Fall aus dem Momokan, der torlosen Schranke oder torlosen Tor, gehört. Heute hören wir den ersten Fall des Hekiganroku, Blue Cliff Record, die Aufzeichnung der blauen Klippen. And today's case is the first case of that book, titled Emperor Wu Asks Bodhidharma. Und der Fall heute ist der erste Fall dieses Buches, der heißt Der Kaiser Wu fragt Bodhidharma. I will read as yesterday, I will read the introduction, the main subject, and the poem only in English, and then we'll begin the translated Teisho. Wie gestern werde ich die Einleitung, den Fall und das Gedicht in Englisch lesen und danach wird dann der Vortrag übersetzt. First, Engo's introduction. Smoke over the hill indicates fire. Horns over the fence indicate an ox. Given one corner, you grasp the other three. One glance and you discern the smallest difference. Such quickness, however, is only too common among robed monks. When you have stopped the deluded activity of consciousness, then, whatever situation you may find yourself in, you enjoy perfect freedom in adversity and prosperity, in taking and giving. Now tell me, how in fact will this sort of person behave? See Setro's complications. Main subject of the koan. Emperor Wu of Liang asked Bodhidharma, what is the first principle of the holy teachings? Bodhidharma said, emptiness, no holiness. Who is standing here before me? No knowing, said Bodhidharma. The emperor did not grasp his meaning. Thereupon Bodhidharma crossed the river and went to the land of Wei. The emperor later spoke of this to his senior Buddhist advisor, a monk named Shiko, who said, do you in fact know who this person is? The emperor said, no knowing. Shiko said, this must have been the Bodhisattva Kannon, the bearer of the Buddha's heart seal. The emperor was full of regret and wanted to send for Bodhidharma. But Shiko said, it's no good sending a messenger to fetch him back. Even if all the people went, he would not turn back. Setro's verse, the holy teaching, emptiness. What is the secret here? Again, who stands before me? No knowing, inevitable, the thorns and briars springing up. Secretly by night he crossed the river. All the people could not bring him back. Now, so many years gone by, still Bodhidharma fills your mind in vain. Stop thinking of him. A gentle breeze pervades the universe. The master looks around. Is the ancient first patriarch here? Yes, bring him to me, and he can wash my feet.
Now you may relax and turn this way. Jetzt könnt ihr entspannter sitzen und euch zu mir drehen. But when I say relaxed, not too relaxed. Nicht zu entspannt. Any chance we could get the shade line on that? No. Thank you. That's fine. It's thought that Bodhidharma, who brought what is to become the Zen tradition from India to China late in his 80s. Es wird angenommen, dass das, was später Zen geworden ist, von Bodhidharma von Indien nach China gebracht worden wurde, als er spät schon in seinen hohen 80er Jahren war. We think the years that he lived was from 483 to 540 of the Common Era. Wir denken, dass er gelebt hat von 483 bis 540. So this is a 6th century story. Also das ist eine Geschichte aus dem 6. Jahrhundert. Emperor Wu of Yiyang in China had heard that a great sage had come from India to China, and Buddhism was already flourishing in China, and the emperor was very anxious to have this new sage from India come and give a Teisho. Der Kaiser Wu aus der Provinz Liang hatte gehört, dass ein Weiser des Buddhismus in sein Land gekommen war. Buddhismus war schon gut etabliert zu dieser Zeit in China, aber er war sehr darauf aus, einen Vortrag von diesem Weisen zu hören. Emperor Wu was probably hoping for some kind of Teisho, like I give every day, that goes on and goes into great detail about perhaps he was expecting a talk about the Buddha's Four Noble Truths, which he had already heard of. Also Emperor Wu war vermutlich, erwartete einen Vortrag, so wie ich ihn täglich gebe, der sich fortsetzt, über Themen wie zum Beispiel die 4 edlen Wahrheiten, ein Vortrag, den er vermutlich schon gehört hatte. And so Emperor Wu asks Bodhidharma this key or core question: what is the first principle of the holy teachings of the Buddha? In other words, if you could summarize it for me, please do. Also Kaiser Wu fragt Bodhidharma diese Schlüsselfrage: Was ist das Prinzip der Lehren? Oder in anderen Worten, kannst du mal den Buddhismus für mich zusammenfassen? Bodhidharma had 3 words. His whole Teisho was 3 words. Bodhidharma hatte 3 Worte. Sein ganzer Vortrag bestand aus 3 Worten. He said the core principle of Buddhism was emptiness, no holiness. Er sagte, das Kernprinzip des ganzen Buddhismus ist Leere, keine Heiligkeit. And he stopped talking. Und dann hat er aufgehört zu reden. And the emperor was thought, this cannot be the summary of the historical Buddhist teaching.
Der Kaiser dachte, das kann nicht die Zusammenfassung der historischen Reden des Buddhas sein. And asked, just who is it that's standing before me who could say such a thing? Und er denkt sich oder er fragt, wer steht denn da vor mir, dass er so etwas sagen kann? And rather than say his credentials and his lineage, Bodhidharma just said, no knowing. Who's standing before you is no knowing. Und nicht, dass er irgendwelche Belege dafür gibt, wer er ist oder seine Linie aufzählt. Bodhidharma sagt einfach, kein Wissen. And the emperor did not grasp the meaning of this sage whatsoever. He has hardly anything to say and probably made a scowling face, and thereupon Bodhidharma departed. Also der Kaiser konnte das nicht fassen, was das sein sollte, was das für eine Person ist, die da vor ihm steht, und der Kaiser machte vermutlich ein verächtliches Gesicht und Bodhidharma verschwand dementsprechend. Yeah, if I were Bodhidharma, I'd probably leave too. You don't really want to upset the Kaiser too much. Wenn ich Bodhidharma wäre, würde ich vermutlich auch mich verdrücken. Einen Kaiser, den möchte man nicht zu sehr verärgern. It said that Bodhidharma crossed the river and went to a neighboring state, the state of land of Wei. Es wird gesagt, dass Bodhidharma den Fluss überschritt und in einen Nachbarstaat ging, das Land namens Wei. The emperor later spoke to his senior Buddhist advisor, a monk named Shiko. Und der Kaiser sprach dann später zu seinem ältesten buddhistischen Berater, einem Mönch namens Shiko. And he told this strange story of having this sage Bodhidharma at court. Und er erzählte die Geschichte, diesen komischen Typen Bodhidharma bei sich am Hofe zu haben. And when Shiko heard of Bodhidharma's summary and his response to the question of who are you as no knowing, Shiko was very impressed. Und als Shiko die Antwort von Bodhidharma auf die Frage, wer steht hier vor mir, und die Antwort war kein Wissen, da war Shiko sehr beeindruckt. And said, this must have been the very Buddha's bearer of the Buddha's heart seal. In other words, a true descendant of the historical Buddha. Und er sagte, das muss ein wahrer Träger des Herzsiegels Buddhas sein, oder in anderen Worten ein wirklich wahrer Abkomme Buddhas. In fact, he may even be the reincarnation of Kannon, the Bodhisattva of compassion. Er könnte tatsächlich die Reinkarnation von Kannon sein, des Bodhisattvas des Mitgefühls. And the emperor was full of regret and really wanted to redo. Let's get this guy back. Und der Kaiser war voller Bedauern und wollte das Ganze wieder rückgängig machen und sagte, kommt, lasst uns den Kerl wiederholen. And Shiko understood that it was impossible to recall Bodhidharma across the river from the neighboring state. Shiko verstand, dass es unmöglich war, den Bodhidharma von der anderen Seite des Flusses aus dem Nachbarstaat zu holen. So yeah, almost every sentence here is a koan. Fast jeder Satz hier ist ein Koan. The first is, of course, what did Bodhidharma mean by these three words, summarizing the cardinal principle of Buddha, emptiness, no holiness.
Das erste ist natürlich, was meinte Bodhidharma mit diesen 3 Wörtern, die das Kernprinzip des Buddhismus beschreiben sollen. Leerheit, keine Heiligkeit. There's a phrase in our tradition that goes something like this. Prior to even heaven and earth, Es gibt ein Wort in unserer Tradition, das geht folgendermaßen. Selbst vor Himmel und Erde there is a reality that has no form, let alone a name. da gibt es eine Realität, die hat keine Form und erst recht keinen Namen. Incomparably profound and minutely subtle. Sehr tiefgründig und ganz subtil. This is another way to say the word emptiness. Das ist eine andere Möglichkeit, das Wort Leere zu sagen. We are told that by cosmologists that the universe was born from a big bang, some say 13.8 billion years ago. Kosmologen sagen uns, dass das Universum entstanden ist aus einem großen Urknall, 13,8 Milliarden Jahre alt. New estimates, because of the new Webb telescope, may put the date more like 23 billion years ago. Neue Schätzungen wegen des Webb-Teleskops sagen eher 20,3 Milliarden Jahre. But there's still a consensus that trillions of galaxies, each with hundreds of billions of stars, came from one point. Und es scheint immer noch einen Konsens zu geben, dass Billionen von Galaxien und alle Sterne aus einem Punkt entstanden sind. And this is just the portion of the universe that we can see with the telescope. Und das ist nur das Teil des Universums, das wir mit diesem Teleskop sehen können. We have really no idea how big the universe is. The visible universe has a dimension of 93 billion light years. Wir haben keine Ahnung, wie groß das Universum ist. Das sichtbare Universum hat einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahren. And all of that, plus whatever else there is, came from a point. Und all das und was sonst noch da ist, kam von einem einzigen Punkt. This point is emptiness. Dieser Punkt ist Leerheit. And I like to say it's a hell of an emptiness. Und ich sage gerne, das ist wirklich eine Leere. That can give rise to all of this. Woraus all dies entstehen kann. And you and I. Und du und ich. Physicists and chemists understand that even atoms are almost entirely space. Physiker und Chemiker verstehen, dass Atome fast vollständig nur Raum sind. And we have a sense of form because of the repulsion of electrons between my hands. They don't pass through each other. There's because of this electron repulsion. Und wir haben ein Gefühl für Form, weil sich die Elektronen abstoßen. Also die Elektronen in meiner Hand, die stoßen sich gegenseitig ab.
it really is all emptiness, and even what we think of as matter is just a twisted up emptiness that gives the almost the illusion of matter. In Wirklichkeit ist das alles fast nur Leere. Materie ist aufgedrehte Leerheit und es gibt uns irgendwie die Illusion von Materie. It's a multidimensional emptiness that has certain fundamental forces, when twisted together in a certain way, give us what we call matter. Es ist eine vieldimensionale Leerheit und da gibt es diese fundamentalen Kräfte und wenn die zusammen verdreht sind, dann gibt es das Gefühl von Materie. But at the heart of all this emptiness, whether it expresses itself as matter or dark energy or dark matter, we don't know what these things are really. Und am Herzen all dessen, auch wenn es sich als Materie oder als schwarze Materie ausdrückt, wir wissen eigentlich gar nicht, was das alles so richtig ist. We know how it works a little bit, but we don't know what it is. Wir verstehen ein bisschen, wie es funktioniert, aber wir wissen nicht, was es ist. And yet, both science and Buddhism completely agree it's fundamentally multidimensional emptiness. Und sowohl Wissenschaft als auch Buddhismus stimmen darüber ein, dass es ganz im Grunde mehrdimensionale Leerheit ist. But no particle accelerator like CERN will tell us about the heart of emptiness. Aber sogar der Teilchenbeschleuniger am CERN wird uns nicht sagen, was das Herz von Leere ist. And I can't tell you what the heart of emptiness is either, except to say that it manifests as this, and this is full of, it seems corny, but love. Und ich kann euch auch nicht sagen, was Leere ist. Ich kann nur sagen, dass daraus dieses entsteht und dieses und es ist wohl etwas, klingt vielleicht etwas zu prägnant, aber es ist gefüllt mit Liebe. When I have such gratitude that when I am able to sit Sesshin like this with all of you, Ich habe so große Dankbarkeit, dass wenn ich mit euch zusammen Sesshin sitzen kann, I get glimpses of this feeling of emptiness that I can only describe as manifest love. dann kriege ich kurze Einblicke in diese Leere, die ich nicht anders beschreiben kann als manifestierte, tatsächliche Liebe. And all of my troubles Und all meine Schwierigkeiten and all of the troubles of the planet und all die Schwierigkeiten des Planeten feel embraced by this love. die fühlen sich an, als wären sie umarmt von dieser Liebe. And I hope that everyone in this room at least also will delight with me in a glimpse of this love. Und ich hoffe, dass jeder in diesem Raum sich kräftig erfreut an einem kurzen Einblick in diese Liebe. So this is emptiness.
Lehre. Bodhidharma also said no holiness. Bodhidharma hat außerdem gesagt, keine Heiligkeit. The first meaning of these two words is that we should never divide holy and non-holy. Die erste Bedeutung dieser Worte ist, wir sollten niemals die Trennung machen zwischen heilig und nicht heilig. To make such a division is already a great delusion. So eine Unterscheidung zu machen, ist schon eine große Täuschung. Since everything comes from this point and is an expression of this multidimensional emptiness, everything must be either non-holy or holy. It can't be one or the other. Weil alles von diesem einzigen Punkt kommt, muss alles entweder alles heilig sein oder alles nicht heilig. Es kann nicht entweder das oder das sein. So we could say everything is holy because every bit of emptiness is holy. Wir könnten also zum Beispiel auch sagen, dass alles heilig ist, weil jedes Stückchen der Leerheit heilig ist. And I can't separate one bit from another. Ich kann nicht ein Stückchen von dem anderen trennen. There's no fence or barrier between one thing and another. Da ist kein Zaun oder eine Schranke zwischen dem einen oder dem anderen. And if this is reality, then everything is holy. Und wenn das die Realität ist, dann ist alles heilig. And if everything is holy, we no longer need the word holy. Und wenn alles heilig ist, dann brauchen wir dieses Wort heilig nicht mehr. It's extra Das ist ein Zusatz. and completely unnecessary. Und total unnötig. This is actually very important. Das ist tatsächlich sehr wichtig. The tree and the rock and the grass and the mud and you and I. Der Baum, der Stein, der Matsch, das Gras, du und ich, The moon, the star, the rain, the sun. der Mond, die Sterne, der Regen, die Sonne, Are all manifestations of emptiness, this loving essence. sind alle Manifestationen der Lehre, dieses liebenden Wesens. Even to talk about it as I am right now, I feel a little sick to my stomach. Darüber zu sprechen, so wie ich es jetzt tue, da fühle ich mich tatsächlich ein bisschen krank in meinem Magen. I can't do it any kind of justice with words, and words even feel like it pollutes the feeling. Ich kann ihm nicht gerecht werden mit Worten und Worte fühlen sich tatsächlich so an, als würden sie das Gefühl verschmutzen. This is no holiness. Das ist nicht Heiligkeit. As a young man, I devoured many sacred texts from many traditions. Als ein junger Mann habe ich viele
heilige Texte aus verschiedenen Traditionen gelesen. And I've never seen a better summary than of all of them than emptiness, no holiness. Und ich habe nie eine bessere Zusammenfassung gesehen von all diesen Texten als Lehre, nicht Heiligkeit. Then the Emperor Wu could not grasp Bodhidharma's meaning and asks, who is this that is standing before me? Who says such a thing? Und der Kaiser Wu konnte den Sinn von Bodhidharma nicht begreifen. Und deswegen fragt er, wer steht hier vor mir, der sowas sagt? And Bodhidharma said, no knowing. Und Bodhidharma sagte, kein Wissen, nicht Wissen. All of us have a very unique personal identity. Jeder von uns hat eine sehr eigene persönliche Identität. We might think of ourselves as a certain age, of a certain family origin, of a certain gender, of a certain education. Wir denken über uns als jemand eines bestimmten Alters, einer bestimmten Familienherkunft, eines bestimmten Geschlechts, und einer bestimmten Erziehung. With a certain name and a certain body type and a certain personality. Einen bestimmten Namen, einen bestimmten Typ Körper, eine bestimmte Persönlichkeit. Or we may identify as more simply or generally as a human being. Oder wir sehen uns mehr allgemein als ein menschliches Wesen. Yet with even minimal investigation, we are so much more than this. Und mit nur ein ganz klein bisschen Untersuchung stellen wir fest, wir sind so viel mehr als das. And I, again, have such great gratitude to an environment like Sesshin, when I can realize the truth of what I'm saying once more. Und ich habe so große Dankbarkeit für eine Umgebung wie dieses Sesshin, in der ich diese Wahrheit noch einmal realisieren kann. My age and gender and intelligence and etc., 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 etc. is just such the tip of the iceberg. Mein Alter, mein Geschlecht, meine Intelligenz, all das ist nur die Spitze des Eisbergs. And as strange as it may sound, the base of this iceberg has no separation and no bottom. It's infinite. Und so sonderbar wie es klingen mag, dass die Unterseite des Eisbergs hat keine Trennung und es ist unendlich. The iceberg feels limited, even the part that I can't see might be vast, but it's seamless with the ocean. Der Eisberg fühlt sich begrenzt an, aber sogar den Teil, den ich sehen kann, der ist schon nahtlos mit dem Ozean. And of course the iceberg is just water and the ocean is just water. There's no separation. Und selbstverständlich ist der Eisberg und auch der Ozean nur Wasser, da ist gar keine Trennung. And there's no separation between this little blue dot of a ocean planet and the rest of the universe. Und da ist keine Trennung zwischen dem kleinen blauen Punkt dieser Planeten mit Ozean und dem ganzen Universum. So finally, with
who is sitting here. Dass ich schließlich mit Bodhidharma hin und wieder ganz zufrieden bin, hier zu sitzen und nicht zu wissen, wer ich bin. And I wish everyone, over the course of these days together, can feel no knowing. Und ich wünsche mir, dass jeder über den Verlauf dieses Sessions, dieser Zeit, es spüren kann, das Nichtwissen. You know, most of our lives are stuck inside the tip of the iceberg. Meistens sind wir in unserem Leben gefangen, nur in der Spitze des Eisbergs. And even have to have a glimpse of what's under the water is so useful. But to realize that it's all water or all emptiness is really quite restorative. Und eben nur einen ganz kurzen Blick in das Wasser zu haben und zu sehen, dass da was unter dem Wasser ist, ist schon so nützlich. Aber die ganze Leerheit zu begreifen, ist so wiederherstellend. When I am feeling this boundless depth, I can't be disturbed by my troubles, my pain, my sorrow, my fear. Wenn ich diese unbegrenzte Tiefe fühle, dann kann ich nicht dadurch gestört werden durch meine Sorgen, meinen Schmerz und all dies Ängste. Notice I didn't say I didn't have fear or trouble or a discomfort. It's just that I'm no longer possessed by it. Bitte bemerkt, dass ich nicht gesagt habe, ich hätte keine Angst, keine Schwierigkeiten, keine Unbequemlichkeiten. Ich bin nur davon nicht mehr so bedrängt. I often feel regret and fear and doubt and anger and frustration. Ich fühle oft Bedauern, Angst, Ärger, Wut, Frustration, Sorrow. Trauer. But when I'm feeling the depth, I'm never, ever overwhelmed by any of that. Aber wenn ich gleichzeitig die Tiefe fühle, bin ich niemals, wirklich niemals davon überwältigt. And I'm so grateful to the practice that from time to time gives me this relief. Und ich bin so dankbar für diese Praxis, die mir von Zeit zu Zeit diese Erleichterung gibt. We have this odd saying in Zen, there's nowhere to go and nothing to do. Wir haben diesen sonderbaren Ausspruch in Zen, es gibt keinen Ort, wo wir hingehen müssen, es gibt nichts zu tun. And life becomes, instead of a series of decisions, it becomes more like water flowing downhill naturally. Und Leben verwandelt sich statt einer Folge von Entscheidungen eher zu Wasser, das ganz natürlich herunterfließt. When I'm feeling this depth, it sounds odd, but there's no decision to make. Wenn ich diese Tiefe fühle, und das klingt vielleicht ein bisschen sonderbar, dann gibt es keine Entscheidung zu treffen. Another way to say this is that when I am in full communion with my own inner sage, it's obvious what needs to be done. Eine andere Weise, das zu sagen, ist, wenn ich in voller Gemeinschaft mit meinem inneren Weisen bin, dann ist es ganz offensichtlich, was getan werden muss.
each of us is a small leaf on the tree of emptiness, or the tree of Dharma. Jeder von uns ist ein kleines Blatt an dem Baum der Leerheit und des Dharma. And using this metaphor of the tree loves the leaves even though they're quite temporary. Und wenn wir in diesem Bild bleiben, dann könnte man sagen, der Baum liebt die Blätter, auch wenn die Blätter ziemlich vergänglich sind. There's a great care and exchange, of course, between the leaf and the tree, and they're not separate at all, are they? Und da gibt es eine große Sorge, ein großes Sorgen Kümmern zwischen dem Baum und den Blättern. Und die zwei sind wirklich nicht getrennt, sind sie? Oder sind sie es? The leaves, to mix metaphors a little bit, are like the helping hands of the Dharma. Um die Bilder mal ein bisschen zu vermischen, die Blätter sind wie die helfenden Hände des Dharma. And the root and the tree and the branch nurture the leaf nurtures the tree, and there's again no separation. Und die Wurzeln und der Baum nähren die Blätter und die Blätter nähren den Baum und die Wurzeln. Und da ist keine Trennung. And when it's just being tree, there's no thinking, no decision. It just works. Und wenn da nur der Baum ist, dann ist da keine Entscheidung zu treffen, sondern es funktioniert einfach. When I'm in communion with my own depth, it just works. Life proceeds. Wenn ich in Gemeinschaft mit meiner eigenen Tiefe bin, dann funktioniert das Leben einfach. As I grow older, I can feel the leaf beginning to change colors, and I can see that it will fall. Jetzt, da ich älter werde, sehe ich, dass das Blatt seine Farbe ändert und dass es irgendwann mal fallen wird. But this is of no concern when I shift perspective from the leaf to the tree. Aber darum muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich die Perspektive von dem Blatt verschiebe auf den Baum. Each leaf is entirely unique, has never been before, and will never be again. Jedes Blatt ist komplett einzigartig. Es war niemals zuvor und es wird niemals danach so sein. And I can feel a kind of melancholy about the temporary nature of this leaf and all these other leaves in the world. Und ich spüre eine gewisse Melancholie über die Vergänglichkeit des Blattes, das ich bin und das Blatt, das jeder einzelne von euch ist. That such uniqueness is so temporary. Dass solche Einzigartigkeit so vergänglich ist. And yet also from the tree perspective, it just goes on, season after season. Und aus der Sicht des Baumes geht es eben doch weiter, Jahreszeit für Jahreszeit. So there's this odd mix of
ist dieser eigenwillige Mix aus Melancholie und tiefer Wertschätzung. I wish for everyone to feel what it's like to know the love of the tree to the leaf. Ich würde mir wünschen, jeder würde das kennen, die Liebe des Baumes zu dem Blatt. And how each leaf, temporary as it may be, is essential to the tree. Und wie sehr jedes Blatt, vergänglich wie es auch sein mag, ist wesentlich für den Baum. The emperor did not understand Bodhidharma at all. Der Kaiser hat Bodhidharma gar nicht verstanden. His advisor, Shiko, got it at once. Sein Berater Shiko hat es direkt kapiert. And said this fellow must be a manifestation of the Bodhisattva Kannon. Und sagte, dieser Typ muss die Manifestation des Bodhisattvas Kanon sein. I think everyone here has seen images of the fat, happy Buddha. Ich denke, jeder hier hat Bilder gesehen des dicken, fröhlichen, frohen Buddhas. This is the Bodhisattva named in Japanese Hotei, or Hotai. Das ist der Bodhisattva, der in Japanisch Hotai genannt. Nice and plump. Nett und rund. This icon represents, in Buddhism, the kind of holy fool. Dieses Bild repräsentiert im Buddhismus den heiligen Verrückten. Goes to a village, from one village to another, with almost no possessions or concerns, and is always ready to lend a helping hand. Der von einem Dorf zum anderen geht mit fast keinem Besitz und fast keinen Sorgen und jederzeit bereit ist, eine hilfreiche Hand zu reichen. Kote has no goal to succeed or procreate or achieve. Der hat kein Ziel zu erreichen, keine Absicht, sich fortzupflanzen, Has no interest in success or possessions or money or land. hat kein Interesse an Erfolg, Besitz, Geld oder Land. Has no concern about security or living a long life. Kümmert sich nicht um Sicherheit oder ein langes Leben zu leben. Just joyously enjoys being kind. Und er freut sich einfach, voller Freude, freundlich zu sein. This is definitely a manifestation of Kannon. Das ist ganz sicher eine Manifestation von Kannon. I don't mean to embarrass Nicola, but
Ich möchte Nicola nicht in Schwierigkeiten bringen, aber sie ist freundlich. You know, I find this kindness from time to time in everyone, including looking in the mirror. Ihr wisst, ich finde diese Freundlichkeit in einigen und auch manchmal sogar, wenn ich in den Spiegel schaue. And ultimately, the purpose of our practice is to bring up that kindness more and more and more. Und letztlich ist das der Zweck unserer Praxis, diese Freundlichkeit mehr und mehr und mehr hervorzubringen. We are ascending the four great walls. Die 4 großen Güter.